Die Themen im heutigen Zocker Lounge Wochenrückblick sind: neuer Age of Empires 4 DLC vorgestellt, Modulus in den Early Access gestartet, Volker Wertichs Klassiker Spellforce 2 fast geschenkt, physikbasierter Citybuilder All Will Fall jetzt ebenfalls verfügbar, das gleiche gilt auch für Crown of Creed, und Agecraft räumt wie einst Empire Earth einfach mal die komplette Weltgeschichte ab. Also, schnell noch auf dem Abo-Button hämmern und dann geht's los. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Aktuell ist dort der Volker Wertig-Klassiker Spellforce 2 fast geschenkt verfügbar. Ja, der gute Mann hat noch mehr als die Siedler zu bieten, was ich euch gleich noch genauer vorstelle. Aber viel wichtiger, mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Generals, swiftly march your armies to Lushur. Heaven has granted us this opportunity. Do not waste it. Mit Yufei's Vermächtnis erscheint Anfang Mai bereits der vierte große Content-DLC für Age of Empires 4. Yufei war im damaligen Kaiserreich ein chinesischer Volksheld und Heerführer der Song-Dynastie, welche um ihre bloße Existenz kämpfte. Dementsprechend dürft ihr seine größten Schlachten in einer neuen 8 Missionen langen Story-Kampagne erleben und euch gegen die Yin-Dynastie behaupten. Völkertechnisch gibt es mit der Yin-Dynastie aber streng genommen nur ein neues Volk, welches dann immerhin auch im Multiplayer überall genutzt werden kann und sehr stark auf Kavallerie und Belagerungswaffen setzt. Obendrauf gibt es dann noch 4 neue Karten mit 2 neuen Biomen. Der Yufei's Legacy DLC erscheint am 7. Mai und ist damit einer von 2 großen angekündigten Erweiterungen für 2026. Why do you build? Nach jahrelanger Entwicklung hat es diese Woche auch Modulus endlich zu seinem Early Access Start geschafft und buhlt damit ab sofort ebenfalls um die Gunst der Factory Automatisionsfans. Als Alleinstellungsmerkmal schneidet ihr hier selbst erstellte 3D-Bauteile zusammen, also kreiert quasi eure eigenen Bauteile, welche dann Stück für Stück zu einer großen Stadt zusammengesetzt werden. Zeitlimits und Feinde gibt es übrigens nicht. Ihr sollt euch ganz aufs Bauen und Kreieren konzentrieren können, während ihr immer größere und aufwendigere Wolkenkratzer hochzieht. Zum Start bekommt ihr den Titel auf Steam aktuell mit 10% Rabatt für ca. 20 € etwas günstiger. You are Modulus. Out now. Apropos günstiger. Nachdem das kongeniale Duo um Volker Wertig und Dirk Ringe gemeinsam mit Blue Byte mit Die Siedler 3 ein Jahrhundertspiel ablieferten, Grüße gehen raus, entschied man sich mit eigenem Studio ein eigenes Spiel in einem neuen Genre zu verwirklichen. Dabei kam dann 2003 Spellforce raus, welches ein wilder Mix aus RTS, Rollenspiel und Fantasy wurde und in dieser Form bis heute sehr einzigartig geblieben ist. Ich hatte übrigens die Möglichkeit, das Studio kurz vor dem Pioneers of Pagonia Launch zu besuchen und habe deren komplette spannende Geschichte in einem Video für euch festgehalten. Ist sehr gut geworden, da muss ich mich mal selber loben. Schaut da also unbedingt auch mal rein. Jedenfalls war Spellforce damals zu erfolgreich, so dass 2006 mit Spellforce 2 direkt der Nachfolger hinterhergeschoben werden konnte, der alles nochmal eine ganze Ecke besser machte. Spellforce 2 in seiner Anniversary Edition, also durchgepatcht und mit allen DLC-Inhalten, bekommt ihr aktuell bei meinem Partner Instant Gaming ab 1,32 €, was dann mit deutscher Mehrwertsteuer nur 1,60 € wären, und könnt damit ein Stück Videospielegeschichte aus den frühen 2000ern mitnehmen. Link dorthin, oben im i,
in der Videobeschreibung und natürlich meine persönliche klare Empfehlung für euch. Ebenso ganz frisch im Early Access ist All Will Fall und zudem mal erfrischend was ganz anderes. Denn in diesem Citybuilder baut ihr eine schwimmende Stadt auf dem Meer, die ihr mit Bauteilen aus den Resten der menschlichen Zivilisation zusammenzimmert. Da ihr somit zu keinem Zeitpunkt einen festen Untergrund unter euch vorfindet, ist schlaues und vor allem stabiles Bauen hier eine absolute Grundprämisse. Denn dank realistischem Physik-Simulationsmodell kann jedes Gebäude jederzeit einstürzen, was vor allem bei rauer See mit hohem Wellengang schnell im Game Over enden kann. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf und werde jetzt auch mal tiefer reinzocken, von daher eventuell demnächst mehr davon. In the shadows of forgotten thrones, a legendary RTS is reborn. Welcome to Crown of Greed. Da alle guten Dinge 3 sind, ist auch Crown of Greed oder im Deutschen Krone der Gier ab sofort verfügbar. Auch hier handelt es sich, wie im letzte Woche besprochenen Lesaria, um einen Majesty-Erben. Also Untertanen mit freiem Willen, die erst mit viel Gold davon überzeugt werden müssen, für euch zu arbeiten. Im Gegensatz zu Lesaria ist Crown of Greed aber eine ganze Ecke düsterer und blutiger, sodass ihr hier im Prinzip die Qual der Wahl habt, was euch am besten liegt oder gefällt. Allerdings scheint die Release-Version noch sehr verbuggt zu sein, weswegen auch in sehr kurzen Abständen bereits 2 Hotfix eilig nachgeschoben wurden. Be ready on March 31st. Save the date and wish list now. Zum Abschluss keine direkte News diese Woche, sondern einfach ein Titel, über den ich gestolpert bin und sehr spannend finde. Denn Agecraft, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal recht simpel und eintönig wirkt, ist ein Citybuilder, der euch von der Steinzeit an durch die Epochen eine Siedlung auf einer Insel bauen lässt. Sprich, ihr startet in der Steinzeit und arbeitet euch quasi in bester Empire Earth-Manier, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, bis in das 20. Jahrhundert vor, also circa Apollo-Programm in den 60ern und 70ern. Jede erreichte Epoche erweitert den Umfang und fügt neue Warenketten hinzu und so weiter. Drauf gestoßen bin ich, da diese Woche ein erster Trailer erschienen ist, der auch Kampf zur See und zu Land mit unter anderem Panzern andeutet, allerdings laut Steam-Beschreibung von einem Multiplayer keine Rede ist. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass das vorliegende Material noch sehr roh ist und hoffentlich nicht in diesem Zustand erscheint und man vom Entwickler Snaky Develop vorher noch gar nichts gehört hat. Also von kompletten Müll bis richtiges Highlight, alles möglich. Jedenfalls interessant genug, um euch diesen Titel einfach mal auf eurer Steam-Wishlist vorzumerken. In diesem Sinne, frohe Ostern, liebe Zocker-Launcher. Schön, dass ihr noch so zahlreich da seid, obwohl ich nicht wie gewohnt Videos veröffentlichen kann. Freut mich sehr und somit bis kommende Woche.